Hi, ich bin Matthias Stehli, der Gründer des Berliner Kaffeeblogs Kaff-Kaff. Kaff-Kaff gibt es mittlerweile seit 3 Jahren. Ich berichte darin über die Kaffeekultur und mein Lieblingskaffeeland Kolumbien. Ich war schon oft in Kolumbien, das erste Mal vor 12 Jahren. Ich bin damals als Backpacker durch das Land gereist. Es war eine längere Reise und am Ende dieser Reise habe ich das erste Mal eine Kaffeefarm besucht und ich habe das erste Mal in meinem Leben eine richtige Kaffeepflanze gesehen. Und ich würde sagen, das war der Anfang meiner Liebe, meiner Passion zu Kaffee. Auf dieser Reise habe ich viele neue Leute kennengelernt, hauptsächlich Kaffeebauern. Wir haben viel gesprochen, viel diskutiert über das Leben in Kolumbien, wie baue ich einen Kaffee richtig an, aber auch über die Probleme, die die einzelnen Kaffeebauern vor Ort haben. Das sind Probleme, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen. Ende letzten Jahres haben mich Miguel Angel und seine Familie auf ihre Kaffeefarm eingeladen. Seine Kaffeefarm liegt auf 1800 Meter hoch oben in den Bergen. Wir hatten nur einmal kurz per WhatsApp geschrieben. Ich habe meine Kamera gepackt, meine Kaffeetasse mitgenommen und bin losgefahren. Als ich auf Miguel Angels Kaffeefarm ankam, habe ich eine Kaffeeproduktion gesehen, wie ich sie so noch nie gesehen habe. Die einzelnen Kaffeepflanzen wachsen unter Guamo-Bäumen. Das sind aber nicht einzelne Guamo-Bäume, sondern das ist ein ganzer Wald von Guamo-Bäumen. Es ist also ein ganzes Sortiment an Bäumen. Die Biodiversität ist sehr hoch. Wir finden hier oben einen nachhaltigen Kaffeeanbau. Die Pflanzen haben richtig viel Kraft. Trotzdem gibt es hier oben nur eine Ernte pro Jahr wegen den kühleren Temperaturen. Während meiner Zeit auf der Kaffeefarm habe ich die Erntehelfer begleitet. Ich bin mit ihnen ins Feld gegangen und habe sie bei ihrer täglichen Arbeit dokumentiert. Das ist eine wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Die Hänge gehen steil runter. Es gibt Gestrüpp, die Kaffeepflanzen sind feucht, man wird nass, es gibt Insekten. Man befindet sich im Endeffekt in einem Wald unter dem eigentlichen Wald. Ich habe den leicht gerösteten Kaffee hier in Berlin probiert mit meinen Zubereitungstechniken und ich muss sagen, das ist ein exzellenter Kaffee mit ganz klaren Noten von tropischen Früchten, den ich wirklich gerne mit euch teilen würde. Wenn ihr den traditionellen Kaffeeanbau Kolumbiens fördern wollt, aber auch diesen speziellen Kaffee mal zu Hause probieren wollt, dann werdet Teil dieses Projekts, unterstützt mich, helft mir, diesen Kaffee nach Europa zu bekommen. Ich würde mich sehr freuen und bedanke mich schon jetzt dafür. Vielen Dank.